Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Webinar. Vielleicht ganz kurz am Anfang. Der Digital Twin ist einer der Top-Trends in Zukunftsstudien, wie Sie sicher wissen. Beispielsweise der Gartner Hype Cycle weist Digital Twin derzeit auf den Peak auf, was auch auf ein sehr großes Marktpotenzial in den kommenden Monaten und Jahren hindeutet. Atos und Siemens haben im September 2018 eine gemeinsame Digital Twin, sogenannte Innovation- und Investment-Initiative gestartet. Und Atos hat dabei einen eigenen Technologie-Stack entwickelt mit verschiedenen Tools, die Teil der sogenannten Atos Digital Twin Plattform sind, die wir Ihnen auch in diesem Webinar vorstellen werden. Wir zeigen am Anfang des Webinars, was wir unter dem Thema Digital Twin, insbesondere im Kontext Industrie 4.0, verstehen. Wir stellen Ihnen in diesem Meeting auch vor, wie Sie das Thema Digital Twin in Ihrem Unternehmen einführen und wertschöpfen nutzen können. Idealerweise beginnen beim Business. Zusätzlich zeigen wir Ihnen unsere adaptierbare und vertikalisierbare Digital Twin Plattform, welche auf Ihrer bestehenden Applikationslandschaft aufsetzen kann. Und natürlich auch eine Live-Demo von dieser Plattform anhand eines realen Produktes, einer Windanlage, die sich live im Einsatz befindet. Nächste Folie bitte. Mit Digital Twins wachsen die virtuelle und reale Welt entlang des gesamten Produktlebenszyklus eng zusammen. Wie Sie hier sehen, haben Sie 3 Kategorien oder von Digital Twins unterschieden. Wir können entlang des Lebenszyklus eines Produktes zwischen dem Product Twin, dem Production Twin und dem Service Twin unterscheiden. Der Product Twin beschreibt einen Produkttyp, der Production Twin den Prozess des Übergangs von einem digitalen Produkt zu einem physikalischen Produkt. Der Service Twins eine einzelne Instanz eines physikalischen Produktes, hier zum Beispiel eines Windrades. Mit Digital Twins bringen wir einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie die Produkte entwickelt, hergestellt, verwendet, gewartet, aber auch entsorgt werden. Mit Hilfe von Daten des realen Produktes können beispielsweise in der Produktentwicklung die digitalen Ersatzmodelle, wie auf der linken Seite, und die Simulationsparameter optimiert werden oder auch die Performance und Servicequalität verbessert werden. In diesem Sinne spricht man auch von einem Closing des Product Lifecycle Loops. Next, please. So, wie bereits erwähnt, wachsen mit Digital Twins die virtuelle und reale Welt entlang des gesamten Produktlebenszyklus eng zusammen. Und es ergeben sich aus unserer Sicht auch neue Möglichkeiten im Kontext von Industrie 4.0. Mit der Atos Digital Twin Plattform, die Sie auf der rechten Seite kurz skizziert sehen, bringen wir Informationen aus unterschiedlichen Wertschöpfungsketten zusammen. Informationen von Produkten bzw. Assets in der aktuellen Umgebung, also Umgebungsparameter, Wetterlage und dergleichen, wie zum Beispiel beim Windpark, werden über IoT und Big Data Analytics dem Endanwender über die Digital Twin Plattform auf der rechten Seite zur Verfügung gestellt. Das sogenannte Performance Feedback. Da die Digital Twin Plattform zusätzlich auf die Informationen der Business-Applikationen wie PLM, ERP zugreift, bringen wir die reale Welt und die virtuelle Welt zusammen. Wir ermöglichen mit einem 360-Grad-Dashboard, in grün dargestellt, einen 360-Grad-View auf das Produkt bzw. das Asset. Mit Sensorinformationen können digitale Ersatzmodelle für Simulationen optimiert werden. Wir ermöglichen auch Enhanced Mobile Field Services mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Predictive Maintenance oder nutzen auch kognitive Verfahren, um zum Beispiel mit Hilfe von digitalen Assistenten Experten vor Ort im Service zu beraten oder Assets zu visualisieren, zum Beispiel zur Reparaturunterstützung. Durch den engen Abgleich von Informationen zwischen dem realen Produkt im Feld und dem digitalen Zwilling können die Business-KPIs nachhaltig verbessert werden. Dazu bieten wir auch einen Business Value Driven Approach an, den wir in diesem Meeting auch der Kollege Martin Schied vorstellen wird. Uns ist allerdings auch wichtig zu betonen, dass wir mit der Digital Twin Plattform auf die bestehende Applikationslandschaft uns draufsetzen, im Sinne eines Digital Transformation Integration Layers und eine reusable Plattform zur Verfügung stellen.
Security-Aspekte werden über Cloud- bzw. Verschlüsselungsverfahren ebenso natürlich berücksichtigt. Und last but not least haben wir eine Lösung, die ein Closing des Product Lifecycle Loop ermöglicht und somit hier auch die Erhöhung der Lebensdauer bzw. die Verfügbarkeit des Produktes und Assets. Dafür zeigen wir Ihnen nachher auch noch Beispiele. Nächste Folie bitte. Unsere Lösungsbausteine der Digital Twin Plattform konzentrieren sich hauptsächlich auf die Verbesserung der Kernprozesse, insbesondere der Integration der Kernkomponenten und Applikationen in den Kernprozessen Ihres Unternehmens. Mit unserem Systemintegrator-Ansatz ergänzen wir Ihre bestehende Applikationslandschaft um einen zusätzlichen Informationslayer, der ein Closing des Product Lifecycle Loops ermöglicht und sozusagen zwischen der virtuellen und realen Welt. Und wir unterstützen dabei, Ihre Business-KPIs nachhaltig zu verbessern. Wie bereits erwähnt, haben wir eine Reusable-Plattform, und das ist ja auch dargestellt oben, die entsprechend den Anforderungen der Märkte wie Manufacturing, Energy Utilities und dergleichen angepasst und eingesetzt werden kann. Nächste Folie bitte. Schauen wir uns mal exemplarisch den Lebenszyklus eines Produktes an. Wie hier dargestellt, kann man grob 3 Hauptphasen unterscheiden. In der virtuellen Welt oben dargestellt, kann man zwischen Integrated Engineering, Production, Integration Operation unterscheiden, in dem sogenannten virtuellen Produktlebenszyklus. Auf der anderen Seite unten dargestellt die reale Welt, die physikalischen Produkte vom Prototypen über die ausgelieferte Produktkonfiguration hinweg bis hin zum Service After Sales oder vielleicht sogar bis zum Disposal. Die Produkte sind in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren insbesondere immer smarter und kommunikationsfähiger geworden und können dank IoT auch kostengünstig vernetzt werden, und wir bringen dann somit auch die reale und die virtuelle Welt zusammen. Mit der Digital Twin Plattform bieten wir die Lösung zur Realisierung des Product Lifecycle Loops in Ihrem Unternehmen. Und wie schon erwähnt, durch den Rückfluss von Informationen aus der realen Welt können wir die Produkte und ihre KPIs auch zunehmend verbessern. Nächste Folie bitte. Auf der linken Seite sehen Sie die Key-Applikationen vieler Industrieunternehmen. Die sind sicher auch bekannt, haben Sie sicher auch in Ihrem Unternehmen im Einsatz. In diesem Umfeld sind wir als Systemintegrator schon seit vielen Jahren unterwegs. In den letzten Jahren ist auch zunehmend das Thema Business Intelligence und Data Analytics aufgekommen, wo wir auch über langjähriges Know-how verfügen. Und wie bereits erwähnt, sind die heutigen Produkte smarter und kommunikationsfähiger geworden. Leistungsfähiger und immer günstiger werdende Sensoren ermöglichen Connected Products. Und mit dem Thema Digital Twin bringen wir die ganze Welt zusammen. Man kann sagen, der Digital Twin ist sozusagen die Spinne im Netz. Durch das Thema Digital Twin können wir Sie auf dem Weg der digitalen Transformation mit neuen Business- und Servicemodellen unterstützen und Sie auf dem Weg zur Verbesserung Ihrer KPIs begleiten. Und an dieser Stelle möchte ich an meinen Kollegen Herrn Schied übergeben, der Ihnen dieses näher erläutert. Gut, danke schön, Matthias. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich starte mal mit dem Thema Digital Threads. Es gibt 3 Digital Threads, und diese 3 Digital Threads, das sind die Field Data, die Felddaten, die semantische Wissen und die Unternehmensdaten. Das ist eine Anknüpfung an das Thema, was wir gerade vom Matthias Grassmann gesehen haben, dieser architektonische Blick. Und diese 3 Threads zusammen ergeben sozusagen den digitalen Zwilling. Also aus diesen 3 speist sich der digitale Zwilling. Und damit die Verbindung dieser 3 verschiedenen Daten ergibt sozusagen die virtuelle Welt, die dann rückgekoppelt wird wieder in die reale Welt. Wenn wir ein bisschen weiter klicken, bitte. Wir haben also hier den Rückfluss zwischen virtueller Welt, digitaler Zwilling einer Maschine, bestehend aus den 3 Threads, und den Loop zurück, wenn wir zum Beispiel Verbesserungen finden von KPIs in der digitalen Welt,
gehen die sofort zurück in die reale Maschine wieder und können dort verbessert werden. Und im Endeffekt haben wir dann einen Kreislauf zwischen der digitalen Welt, des digitalen Zwillings und des realen Bildes. Ja? Und ich habe schon angesprochen, es geht um Key-Performance-Indikatoren. Es geht also nie um nur eine IoT-Lösung oder um eine 3D-Lösung und 3D-Abbild einer zum Beispiel einer Turbine, sondern es geht darum, das Geschäft zu verbessern mit dem digitalen Zwilling. Und deswegen ist der Punkt, mit dem wir starten, mit einem Business Value Driven Ansatz. Das heißt, eines Consulting-Ansatz, der industriespezifisch versucht, die Herausforderung ihres Business zu lösen und die identifizierten KPIs zu verbessern. Der digitale Zwilling ist also somit keine reine IT-Lösung, sondern es ist wirklich ein kompletter Ansatz, der startet mit den Business-Gedanken und mit dem Business-Driven Ansatz. Bitte weiter. Wie schaut nun so eine Journey aus, wenn sich ein Unternehmen entscheidet, einen digitalen Zwilling aufzubauen? Die Reise beginnt in der Regel, so ist unser Vorschlag, mit einem Ideation Workshop, gefolgt von einem Design Sprint, Digital Twin Design Sprint. Da komme ich jetzt gleich auf dem nächsten Slide noch drauf. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf den Punkt 3. Der Punkt 3, der beschäftigt sich dann, also der dritte Schritt auf dem Zyklus zu einem digitalen Zwilling, mit dem Aufbau eines sogenannten POV, Proof of Value. Wir unterscheiden hier ganz bewusst POV von POC, was Sie vielleicht oft kennen, Proof of Concept, denn wie vorhin erwähnt, das Entscheidende ist der KPI. Also wenn ich einen digitalen Zwilling aufsetze, dann muss der einen Mehrwert für das Geschäft bringen. Und damit muss er zwingend auch KPIs verbessern. Deswegen POV. Und wenn wir diesen POV realisiert haben, in der Regel geht es so von 1 bis 3 Monaten vom Zeitablauf, dann kommen wir in die Phase 4, wo es um den Live-Test und um die Pilotierung geht. Und dann am Schluss dann eigentlich so das Thema Exploitation, der Rollout in die komplette Organisation. Gehen wir bitte noch mal einen Schritt weiter, dann werde ich, genau, Dankeschön. Ja, der Start, unser Digital Twin Incubator haben wir es genannt. Das sind 2 Workshops. Der erste Workshop ein Ideation Workshop, der zweite Workshop ein Design Sprint Workshop. Was steckt nun hinter dem Ideation Workshop? Der Ideation Workshop ist eigentlich ein geschäftsgetriebener 2-Tages-Workshop in der Regel mit Experten, der sehr fokussiert auf das Thema Pain Points, Herausforderungen und Verbesserungspotenzial im Unternehmen fokussiert. Ja. Das Resultat sind dann Use Cases, Digital Twin Use Cases, die identifiziert werden gemeinsam in dem Workshop, priorisiert werden, basierend auf dem Implementierungsaufwand und dem Business Benefit. Die Grafiken da unten in klein, die zeigen so ein bisschen das Vorgehen, ja, den Treiberbaum, kennt vielleicht der eine oder andere Geschäftstreiberbaum, wo wir die Value Driver dann auch ableiten, die zum Beispiel den Revenue vergrößern sollen oder die operativen Kosten reduzieren sollen und dann auf einer Matrix die verschiedenen Use Cases als Output generieren. Und das ist sozusagen dann auch der Input für den Design Sprint Workshop. Es ist also so, dass manche Unternehmen auch schon diesen Ideation schon klar haben, dass die schon wissen, was die Use Cases sein werden. Dann kann man auch gleich mit dem Design Sprint starten. Auch wieder ein 2-Tages-Workshop im Schnitt mit Experten von der Kundenseite, wo wir selektierte Use Cases, 1 oder 2 Use Cases hinsichtlich des Verbesserungspotenzials dann genauer beleuchten, wo wir dann wirklich mit einer Methodik reingehen. Unser 4M Methodology, wie wir das auch gerne nennen, schaut man so ein bisschen das Material, Man, Machine und die Methode an.
und die KPIs, und am Ende des Tages ist dieser Use Case so stark runterdeklariert und definiert, dass die Aufwände und der Business-Nutzen relativ klar dann schon da sind und eine Basis gelegt wird, um dann auch in einen Prototyp, in eine Entwicklung zu gehen, was dann wieder in diese Atos Digital Twin Plattform enden kann. Nicht muss, aber kann. Genau. Dann sehen wir nochmal, kommen nochmal zurück in das Bild, was so ein Beispiel ist, ja, wie Business Units geschnitten sein können, nicht müssen, aber in der Regel gibt es oft mal diese sozusagen die Engineering Einheiten, dann die Produktion und dann den Bereich After Sales, Maintenance, Operation. Und der Start, also in diesen Workshops, der adressiert in der Regel eben nicht nur IT. IT ist mit dabei, aber ganz wesentlich sind hier auch die Business Owner. Sprich im After-Sales-Bereich, wenn ich jetzt auf der rechten Seite bin, dann ist es oft mal auch der Leiter der Wartung oder der Leiter von dem After-Sales-Business, von den Operations, der hier angesprochen ist, der hier mit dabei ist. Wenn wir in der Thema Produktion sind, dann ist es, kann es ein Verantwortlicher für ein Werk sein oder auch der Leiter der Produktion. Auf der anderen Seite, wenn man noch im Engineering auf der rechten Seite jetzt hier ist, dann kann es auch sein, also der Leiter der Entwicklung, R&D-Head, manche Produktmanager. Und mit denen arbeiten wir dann, wie gesagt, sehr stark am Wert, an den KPIs auch, die der Digital Twin bringen soll. Da sehen wir typische Problemfelder, die gelöst werden sollen. Das ist gerade im Engineering-Bereich ist oftmals so das Thema Time to Market, was beschleunigt werden soll, oder die Kosten für die Entwicklung. Im Thema Produktion ist es oft mal Produktionskosten oder auch die Durchlaufzeit im Produktionsprozess, die verringert werden soll, oder auch die Warehouse-Kosten, so Lagerkosten. Auf der anderen Seite im After Sales auch hochspannend. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass wir die Asset-Verfügbarkeit erhöhen. Ja, da können ein paar kleine Erhöhungen von 1-2% oder sogar niedriger können dann einen riesen Benefit für manche Unternehmen darstellen. Ja, und auch um die Operations Cost runterzukriegen. Es gibt durchaus auch KPIs, die im After Sales Richtung auch dort haben wir den Angebotsprozess, da kann es auch sein, dass die Quotation Time auch reduziert werden soll. Ja. Aber das ist eben genau dann zu definieren und zu bestimmen, worauf legt das Unternehmen am meisten Wert, wo kann am meisten rauskommen, um dann nachher in die nächsten Phasen zu gehen. Das wäre mal so ganz grob vom Business Consulting-Driven Ansatz für den Digital Twin. Dann würde ich jetzt überleiten zum Murli Srinivas. Thank you, Martin. Welcome from my side. I think I would want to take you to shift gear a little bit and take you into some kind of a overview of what we have built as part of this investment project on our digital twin platform. But before I go there, I just wanted to continue a little bit on some of the messages which Matthias and Martin gave you some time back. So our approach is, as both of them mentioned, it's a very business-driven approach, and targeting key KPIs and some of the business outcomes which we target for customers are given below. They come from product development, they come from manufacturing, and also from the after sales and service. And clearly, the value of our platform is the approach and the solution flexibility, because we don't really bother which systems and which IT landscape does the customer have. We go with whatever the customer wishes to integrate. So that means we have the flexibility to bring IT, OT applications what the customer has. He has a PLM system, ERP system, SCM system, supply chain. It could be a service lifecycle management system. Anything which the customer already has needs to be monetized. So it is very clearly a flexible solution, can integrate any of the IT and OT applications. And then obviously, because we have verticalized this whole solution,
for manufacturing, for energy and utility, we are confident that we are able to verticalize it and bring benefits to you much sooner than what you would normally expect. So sorry. Very quickly, I want to go to the projects and the engagements which we had. We did it with 3 different customers, or 3 different industries. Basically, one of them is the renewable energy industry, which is what you see here, where we targeted at operating cost the asset overview to give visibility, and also to the inventory cost. The second one we went was with a discrete manufacturing industry, where it is an aerospace component manufacturer, and there we targeted operation cost. This is a digital twin of a shop floor. And the third one is an R&D or a design prototype twin, where we actually did a complete project with one of the largest crane manufacturers. And what I would want to show you is an example, a live example, because that will make you feel better in terms of what we have as a platform. And I will just show you a live demo from this turbine. So what you see here is basically a live turbines. We have 560 live turbines on this platform at this point of time. And this live demo is actually courtesy our customer, who has shared 10 of his turbines, which we are able to see, which we are able to demonstrate. And if you look at it, all these turbines are live in terms of their functioning and working. We can go and look at the IT and OT information in the same context. For example, the active power, the wind speed, the rotor speed, the power generation, all of that is available as we speak in the wind farm. At the same time, together with IT information, OT information, you also see the service life cycle management data, which means who has serviced this part when, and these are live data which is happening at this point of time, including data from PLM. So we have integrated here Team Center, which is from Siemens PLM, where the static information about the specification of the turbine is seen. Along with this, we also go into deeper dive in terms of doing the analytics part of it, where we actually go and deep dive on where these turbines are located, what is the functioning of these turbines. You see the geolocation of these turbines. You can also see an overview of the key KPIs. For example, average availability, scheduled, unscheduled stop, errors, power generated, mean time between failure, mean time to repair. You can go into any of these to go and deep dive in terms of their daily availability or daily errors, the way they are. So basically we can do all kind of analytics going into each one of those turbines. What would be interesting for you is also how does this turbine actually look, because most of the time what happens is a person who is in charge for managing these turbines does not take the right tools, does not have all the required information before he goes to the turbine. So what we show here is before he goes to the turbine, he has practically all information what he needs in terms of the tools and assets which he needs to carry. He has the service bill of material. For example, he sees that, oh, there is a problem with my yawing machine, because on the left hand side you see a danger sign here saying that there is something wrong with the yawing machine. He can actually go into a 3D model and look at the 3D version and have a look at what exactly is my error. He gets all the error, whether there is a lack of wind or there is a cable twisted or the fault is wrong. And then he also has an opportunity to simulate the way the turbine is running on the field today. So you see that this turbine is actually the rotor speed, what is currently experienced on the field is exactly what you see at this point of time. He can go in and break through that turbine to look at where that error is. So whatever you see here as red is actually the problem area. And before going there, the service engineer can actually find out where my problem is using the hotspots. And these hotspots show you that these are the places where these errors were located, and he knows what tools to take. And most of the time, if he is not an expert, then he would have to be told of what tools to take and what repairs to do. How does he do that?
he goes through what is called as a cognitive engine. And this cognitive engine, he goes in and types, he can actually give his error in terms of the number what he gets from SCADA system, and then he sees already that this is the error, which you see on the right hand side. What is the description of the error? What is my component? How should I fix it? And to go to details of how to to fix it in detail, he can actually go and say, bring me more information. And while he goes in and gets more information, he basically, not being an expert of that particular turbine, he is able to figure out through the cognitive knowledge management engine to say if that is the error and that was the frequency of the error, and this is the mean time to repair the error. These are the different assemblies which are required to repair the error, and he gets a list of errors which happens. And if he finds a new error, he can use this read loud on the right hand side, this button, to actually speak in his mobile phone, and it is captured automatically using natural language processing into the cognitive ontology. You would have heard about this terminology, knowledge graphs. So for us, digital twin is IT data, OT data, and cognitive data or semantic data. And what is important for him to also know that what are the inventories or what are the parts and tools which I have to use, how many are they available in my warehouse, and what is their SAP number. So he actually can do a checkout of parts and tools even while he is sitting on top of the turbine, including supporting document to how to repair the turbine with a video message saying that how to repair the turbine part by part. We are also building a connectivity between the turbine, between the service engineer and the expert, using support engineer details through use of circuit, through use of Microsoft Teams or Google Meet, to be able to do an audio video conference and then go and repair the turbines. So there are plenty of features which are built in as part of this whole stack of solution. For example, a site engineer, site manager only sees this particular application. It's a very role-based, secure application where he goes in and sees that, oh, this is my turbine, that has been my carbon footprint that I have saved, and my turbine and my farm, I want to find out details about it, including all the sensor data, including all the grid information, and also the direction of my the wind which is basically flowing in that wind farm, the fault which has happened, and the impact on the energy generation on that fault. In addition to that, he also see what is the ideal curve that he needs to be producing, which he has promised to the grid operators, and what is it that I am producing as of today. We have also used as much detail of the vertical solution in terms of what is the grid RYB, what is the frequency, and so on and so forth. And these are applications which are actually live. As I said, we are expecting to have up to 1,100 turbine on this platform by the end of July, and we are targeting 3,000 turbines by the end of this year. In addition to all of that, most important thing is he wants to know what exactly is my prediction of my failures. And this is something which we are working on because of the COVID problem. We have some of the data not being uploaded because the sites were closed for some time. And at the end of probably June, we should have a very good model with neural network implemented, which can actually display what is the probability of failure, what is the remaining useful life of my product. And this is using AI machine learning, which we have put in place. So that was basically, I think at the final, I would also want to explain to you that at the end of the day, the proof of the value is out of a very quantifiable information, which I can prove to the customer that you have saved so much information or so much of cost from your services. And there we have linked the SAP systems to provide them the repair cost by component and by labor. And this gives a very good dashboard of by turbine, by site, and by different parameters, so that they have evidential information of the KPIs which has been achieved.
We also have integrated chatbots into this, and we are currently in the process of integrating AR, VR, the augmented reality and virtual reality as part of the solution. So with that, what I wanted to conclude at the end of this seminar or webinar is basically the key values. Basically, it is not an IT solution. It is a very process and business driven approach which we take towards digital twin using the 4M6E methodology, which Martin talked about. It is purely there to close the life cycle loop, whether it is a manufacturing shop floor use case, whether it is supply chain use case, product development use case, or a service use case. The digital twin platform is bringing together all technologies on top of the Atos IP, which is the digital twin platform from Atos, which is a very innovative and creative solution. And this is a patented solution coming from Atos. And second last, basically high degree of reusability, because this we have been verticalized. For example, whatever we have done right now with the wind turbine, it takes us around 3 weeks to bring at least 15 wind turbines, whichever part of the world. And the last but not the least, we start with small steps, but then with a big vision to be able to complete and demonstrate the POV, proof of value, before we go into a pilot or a complete engagement. With that, I would conclude. There are enough information available on our YouTube channel and also on our Atos Digital Twin website. All of us in the contact list are available. If you have additional questions, we will be happy to take that. Thank you. Ja, okay, vielen Dank, Morli, vielen Dank, Matthias und Martin liebes Publikum. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass wir in der Mitte ein paar Probleme hatten mit der Videodarstellung. Wir werden eine Aufzeichnung dieses Webinars ab Anfang nächster Woche zur Verfügung stellen, und ich werde sehen, dass wir auf jeden Fall in dieser Aufzeichnung dann das Video so bearbeiten, dass Sie dann auch die abgeschnittenen Bildschirminhalte dann angezeigt bekommen. Wenn ich hier in meine Chatbox schaue, sehe ich neben den Anmerkungen, dass das Bild ein bisschen strubbelig war, eine Frage, die ich dann hier wiederholen möchte. Die Frage lautete: Was unterscheidet den Atos Digital Twin Ansatz von anderen Ansätzen im Markt? Wer von euch möchte das beantworten? Ja, kann ich das nehmen? The biggest differentiator is, first of all, I think the biggest differentiator, and this is something which is also validated by the experts at Gartner, Forrester, and other analysts, is the view of what we have in terms of digital twin, because most of the messages and most of the solutions are provided or are coming from more a product point of view. This is the only and a unique system integrator view of digital twin in bringing greenfield and brownfield assets or processes together, using the customer IT infrastructure so that there is no additional investment for the customer, plus a very business driven, top down, KPI driven approach.